Hallo und willkommen zum 56. Video von 3 Minuten Deutsch. In dieser Folge werde ich euch beibringen, wie man die Relativpronomen formuliert und verwendet. Wenn man ein Arbeitsblatt dazu haben will, kann man das auf meiner Patreon-Seite finden. Zuerst muss ich erklären, was Relativpronomen sind. Sie sind Fürwörter, die man verwendet, um etwas mehr Informationen über ein Substantiv zu geben. In dem Satz, den ich gerade gesagt habe, ist die unser Relativpronomen. Die man verwendet, ist ein Relativsatz. Ein Relativsatz ist einfach nur ein Nebensatz, der mit einem Relativpronomen beginnt. Wie sehen die Relativpronomen aus? Sie sehen meistens wie die der-Wörter aus, aber mit der Mehrzahl im Dativ verwendet man denen und die Relativpronomen im Genitiv sind dessen, deren, dessen, deren. Wenn man eine Tabelle dafür sehen will, sieht sie so aus. Wie verwenden wir diese Wörter? Wir brauchen ein paar Beispielsätze, um das wirklich zu verstehen. Wir beginnen im Nominativ. Der Mann, der einen Hund hat, hat auch eine Katze. The man who has a dog also has a cat. Der Relativsatz steht in der Mitte des Satzes, denn er beschreibt der Mann. Ich habe das Relativpronomen der benutzt, denn das Substantiv der Mann maskulin ist und das Relativpronomen im Nominativ im Nebensatz steht. Ich habe der Frau, die eine Halskette gekauft hatte, einen Gutschein gegeben. I gave the woman who had bought a necklace a coupon. Wie du in diesem Satz siehst, ist es nicht wichtig, in welchem Kasus das Substantiv steht, sondern in welchem Kasus das Relativpronomen steht. Das Substantiv, die Frau, steht im Dativ, deshalb der Frau. Das Relativpronomen steht aber im Nominativ, weil sie das Subjekt des Nebensatzes ist. Er kauft das Pferd, das die braunen Flecken hat. He is buying the horse that has the brown spots. Die Kinder, die da drüben im Park stehen, sind meine Kinder. The children who are standing over there in the park are my children. Offensichtlich kann man die Relativpronomen auch in den anderen Kasus verwenden. Hier sind ein paar Beispiele mit dem Akkusativ und mit dem Dativ. Der Hund, den ich gestern gekauft habe, ist braun. The dog that I bought yesterday is brown. Die Katze, die ich im Garten gefunden habe, ist schwarz mit weißen Pfoten. The cat that I found in the garden is black with white paws. Das Messer, das ich in meiner Hand habe, ist nicht scharf. The knife that I have in my hand is not sharp. Ich mag die Kinder, die gerade ins Zimmer getreten sind. I like the children who just walked into the room. Mein Freund, dem ich etwas Geld geliehen habe, hat mir das Geld immer noch nicht zurückgegeben. My friend that I loaned some money has still not given me the money back. Wir wissen nicht, wie die Frau heißt, mit der Hans heute Abend ausgeht. We don't know what the woman is called with whom Hans is going out this evening. Das Auto, mit dem ich heute fahre, ist braun. The car with which I am driving today is brown. Die Eltern, denen ich das Klassenzimmer gezeigt habe, sind nicht von meiner Tafel begeistert. The parents whom I showed the classroom were not enthused about my chalkboard. Im Genitiv sind die Relativpronomen etwas komplizierter, aber so ist es mit dem Genitiv. Die Relativpronomen im Genitiv sind so wie eine Art Possessivpronomen. Sie müssen ein Substantiv hinter ihnen haben. Und sie müssen zeigen, dass das Substantiv zu dem vorgenannten Substantiv gehört. Ich zeige euch, was ich meine. Der Mann, dessen Hund weggelaufen ist, hat einen neuen Hund gekauft. The man whose dog ran away bought a new dog. Die Frau, deren Auto gestohlen wurde, hat ein neues Auto gekauft. The woman whose car was stolen bought a new car. Wie du wahrscheinlich siehst, ist es nicht wichtig, welches Genus das zweite Substantiv hat. Es ist nur wichtig, welches Genus das erste Substantiv hat. In dem ersten Satz ist der Mann der etwas besitzt. Deshalb sagen wir dessen Hund. In dem zweiten Satz ist die Frau die etwas besitzt. Deshalb sagen wir deren Auto. Ich habe dem Mädchen, dessen Vater gestorben ist, eine Blume gegeben. I gave the girl whose father passed away a flower. Der neue Hund der Kinder, deren alter Hund gestorben ist weggelaufen. The new dog of the children whose old dog died ran away. In diesen Beispielen sehen wir, dass es auch nicht wichtig ist, in welchem Kasus das erste Substantiv steht. Das erste Substantiv schreibt vor, welches Relativpronomen wir in dem Satz brauchen. Ich weiß, dass wir noch nicht genug Beispiele für dieses Thema haben, aber dieses Video ist schon viel zu lang. Schreib mir mehr Beispiele in den Kommentaren und ich werde sie korrigieren. Wenn ihr mehr Beispiele und eine englische Erklärung dieses Themas wollt,
könnt ihr das auf meinem Blog finden. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.